Die Kollegen wieder am Start hier. Guten Tag. Ja Leute, das war der Eintritt, das war mein Einlauf in die Power of the Force Convention 2024 in Köln. Und ja, ich habe mich entschieden, du läufst da so ja, durch den Eingangsbereich, du hast auf der linken Seite die imperialen Truppen und die Mandalorianer stehen, auf der rechten Seite hast du die, ja, die Guten, die Jedi, die Jedi-Ritter stehen und meine Kamera hat es nicht eingefangen bekommen, deswegen musste ich mich entscheiden, welche Seite ich nehme und ich dachte, ich nehme die Seite der Schurken, ja, weil die schon richtig geile Kostüme haben und laufe so durch und denke mir, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich das Böse überstanden und dann laufe ich genau in die Arme vom DSD und dachte mir, ha, der Endgegner. Ja Leute, ich bin noch ein bisschen übermüdet, ich bin noch ein bisschen fertig, es war meine erste Star Wars Convention, meine erste Power of the Force, die ich besucht habe und ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich habe mir überlegt, wie ich das Video gestalten soll, wie ich überhaupt vermitteln soll, wie toll, wie super ich es gefunden habe, wen ich getroffen habe, was ich mir mitgenommen habe und ich habe ein bisschen überlegt und dachte mir, ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich mache ganze 2 Videos zur Power of the Force. Das erste Video, das ihr jetzt gerade euch anschaut, wird die Power of the Force behandeln. Meine Eindrücke, wen ich getroffen habe und auch die Schauspieler und auch, ich kann es schon mal ein bisschen spoilern, die Autogramme, die ich mir von den Schauspielern aus den Star Wars Filmen besorgt habe. Das alles seht ihr in diesem Video. Das zweite Video schieße ich direkt dahinter raus und in diesem Video seht ihr meine anderen Errungenschaften, die ich auf der Convention mitgenommen habe. So machen wir es. Das ist der Einstieg jetzt, wie gesagt, zum Event selbst. Wie gesagt, es ist meine erste Power of the Force. Wir haben ein Tagesticket gehabt, also nur den Samstag dort gewesen. Sie ging ja über 2 Tage, den 4. Mai, May the Force. Es bietet sich natürlich an und es hat super vom Datum her gepasst. Der Star Wars Tag auf der Star Wars Convention. Was Besseres gibt es kaum. Und ja, wir sind Samstagmorgen relativ zeitig losgefahren, haben so nach Köln kalkuliert mit zwischen 1,5 und 2 Stunden. Sind dann aber so super durchgekommen, dass wir wirklich ein bisschen mehr, ja, 1 Stunde 35 oder so haben wir gebraucht. Und dann waren wir in Köln, waren an der Halle und haben dann noch ein bisschen Zeit gehabt. Wir waren gegen, boah, ich weiß es gar nicht genau, gegen 8:45 oder sowas, 8:30 waren wir da. Die Convention selbst für die Standard-Ticket-Inhaber wie ich oder wie wir es welche waren, hat um 10 Uhr geöffnet. Das heißt, wir haben uns in der Schlange angestellt und da auch schon Leute getroffen, Fotos gemacht, Fotobombs erlebt. Und es war einfach eine so tolle Atmosphäre, das war einfach der Wahnsinn. Ja, jeder super gut drauf, jeder super freudig erregt, ja, jeder hat Spaß gehabt, auf diese Convention zu gehen, dort Teil davon zu sein und so genauso wie wir auch. Und wenn du in die Halle reingehst, hast du dann erstmal, nachdem du an dem Gate vorbei bist, sage ich mal, hast du dann verschiedene Händler in den Hallen. Es waren diesmal 3 Hallen sogar, ja, mehr oder weniger waren es 2, ich nenne es jetzt mal Händlerhallen. Und eine, das habe ich jetzt erfahren, die ist neu dazugekommen im Vergleich zu den letzten Jahren. Da waren dann die Fotoshoots mit den Schauspielern, mit denen man sich halt fotografieren lassen konnte. Da war so mehr oder weniger so die Cosplay-Area. Und apropos Cosplay, ich muss sagen, Leute, alle die ihr da wart, alle die ihr verkleidet wart, die ein Cosplay getragen haben, einfach Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele, ja, verkleidete Menschen auf einem Haufen gesehen, auf einer Convention, wo ich war, die ich besucht habe. Es war einfach Wahnsinn. Und ein Outfit
cooler, schöner, besserer wie das andere. Also ich weiß gar nicht, wen ich da hervorheben soll. Ja, deswegen mache ich es auch gar nicht, aber ihr habt alle genial ausgesehen. Ich blende euch immer mal wieder Bilder ein. Ich mache ein paar Impressionen, die ich hier in das Video mit reinpacke, um es halt ein bisschen aufzulockern, damit ihr nicht nur die ganze Zeit mein Geschwafel hört und es visuell gar nicht sehen könnt. Aber Leute, das Fazit jetzt ist schon mal, wenn ihr ja, Community mögt, wenn ihr Community liebt, wenn ihr einen Hang zu Star Wars habt, ihr müsst nicht der Hardcore Star Wars Fan sein, das bin ich auch nicht der Hardcore Fan, ich liebe Star Wars, die alte Trilogie, ja, aber ihr müsst das nicht unbedingt sein, diese Convention ist für alle da, ja, natürlich steht das Motto Star Wars über allem, aber ich habe so viele tolle Menschen getroffen, mit denen ich mich unterhalten habe, die ich wieder gesehen habe, aber die ich auch neu kennenlernen durfte und das war einfach genial. Und ich habe mir, damit ich so viele wie möglich jetzt in das Video reinpacke, ja, habe ich mir aufgeschrieben, die möchte ich kurz erwähnen, ja, ich möchte aber auch darauf hinweisen, wenn ich jemanden vergessen haben sollte, seht es mir nach, mein Kopf rattert immer noch ein bisschen, ja, es war wirklich ein geiles Event und ich möchte anfangen, einfach mal so kurz, bevor ich zu den Autogrammen komme, die ich mir geholt habe, möchte ich mit den Shops anfangen und da, wie immer, ganz vorne dabei Steinedorf und Strong Vision. Ja, also Steinedorf, Basti und Olli, es war mir wie immer eine Ehre, euch zu sehen. Es hat so Fun gemacht, bei euch am Stand zu stehen, mit euch zu quatschen, auch mal mit Basti mal kurz durch die Hallen zu gehen, ja, einfach auch mal ein bisschen privatere Gespräche zu führen. Ihr seid richtig geile Typen, ja, und vielen, vielen Dank für eure Freundschaft. Genauso Strong Vision, den Andy und den Steven wieder mal vor Ort zu sehen, ja, war super schön und ich muss leider sagen, es ist wie auf jeder Convention auch, ja, man hat halt viel, viel zu wenig Zeit zum Reden. Man sieht sich, man drückt sich, man quatscht kurz, ja, aber es ist halt einfach wirklich, es kommt immer viel zu kurz und das ist halt sehr, sehr schade. Trotzdem war es genial, euch auch dort wieder zu sehen und einen kleinen Plausch zu halten. Dann, wen ich das erste Mal ja wirklich wissentlich ja, live gesehen habe und mit ihm auch ein bisschen gequatscht habe, ist der Manuel Göttlicher. Manuel, auch Grüße an dich. Ja, My Toy Trader auf Facebook, ja, guck da mal rein, ist eine Facebook-Gruppe, da wird sehr viel getauscht, verkauft und so weiter, auch im Star Wars-Bereich, aber auch andere Sachen. Und der Manuel macht auch eine eigene Convention, beziehungsweise stellt er die auf die Beine und da könnt ihr euch schon mal den Termin vormerken, am 1. März 2025 in Mannheim. Das ist cool, weil das ist nicht ganz so weit weg von mir, das heißt, ich muss mal nicht nach NRW fahren oder ins Ruhrgebiet, wo auch immer hinfahren, was auch toll ist, ja, aber es ist auch mal schön, wenn man es ein bisschen mal näher hat. Und Manuel, ich drücke dir die Daumen dafür, dass diese Convention ein Highlight, ein Erfolg wird. Also mich hast du dabei, ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Dann habe ich kennengelernt, auch relativ neu auf dem Markt, German Toy Grader. Ja, ich muss die Namen ab und zu mal ein bisschen ablesen. Ja, der Olaf und der Fabian, auch Grüße an euch. Ja, passend zu einem meiner letzten Videos, Grading ja, nein, muss ich sagen, habe ich den German Toy Grader kennengelernt und ich muss sagen, wir haben uns sehr, sehr nett ausgetauscht. Ich habe mir diese ganzen gegradeten Figuren mal aus der Nähe angeschaut und im Acryl, auch lose Figuren im Acryl, mal mit einer Trading Card dabei, mal nur mit Waffe, mal mit einem Heftchen, mal mit was Individuellem und so weiter, mal natürlich auch Mock, also auf Karte im Blister noch. Ja, und ich muss sagen, es sieht schon toll aus, es sieht wirklich toll aus. Und was nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, vielleicht werde ich dann doch irgendwann mal schwach werden. Auf jeden Fall zwei super sympathische Typen. Ja, und wenn ihr vom Grading überzeugt sein solltet, dann schaut auch mal gerne bei German Toy Grader vorbei, auch auf Facebook zu finden. Ja, zum Beispiel. Ich versuche alles Mögliche, was ich finde, unten in die Videobeschreibung reinzupacken. Seht es mir nach, wenn ich da auch das eine oder andere vergessen sollte. Aber wie gesagt, zwei richtig coole Typen, mit denen es richtig Spaß macht, sich zu unterhalten. Also vielen Dank nochmal.
So, und apropos Acryl, wen ich noch getroffen habe, auch das erste Mal, ist der Manuel von der Sammelvitrine. Ja, auch er hat eine Facebook-Seite, er hat einen Shop, wo er Acryl-Cases anbietet, also nichts gegradetes, sondern halt, wo ich meine Figuren halt schützen kann. Ja, und mit ihm habe ich auch ein bisschen gesprochen, auch ein richtig cooler Typ. Und er hat sogar, das darf ich jetzt eigentlich in dem Star Wars Video nicht sagen, aber er hat sogar für, ihr werdet es nicht glauben, für meine Mego Star Trek Figuren auf Karte von 1974 hat er die passenden Cases. Ja, es ist kein, ich nenne es jetzt mal auch den Namen Sora, das heißt, ich muss nichts zusammenschrauben, sondern ich habe das Case, bekomme das Case, pack die Figur rein, mache den Deckel zu und sie ist drin. Und da werde ich mir halt auch bei ihm die Cases für meine Star Trek Figuren besorgen. So, davon jetzt erstmal genug. Gleich kommen noch ein paar. Wen ich jetzt erwähnen möchte, mit dem habe ich auch ein Foto gemacht und das möchte ich euch auch ans Herz legen, dass ihr da, wenn ihr Instagram habt, mal vorbeischaut. Ich habe den Glitzer Trooper gesehen und fotografiert oder beziehungsweise bin mit ihm fotografiert worden. Ja, ein Cosplayer, ein Stormtrooper mit ja, einem Kostüm komplett aus ja, Steinen. Er glänzt, er glitzert, wenn er geht. Und das Coole war, also er ist auf Instagram zu finden unter Glitzer Trooper. Also wie gesagt, wie man es spricht, Glitzer Trooper. Ich blende die Karte auch nochmal hoffentlich ein, wenn ich es nicht vergesse. Und er hat jemanden dabei gehabt, einen imperialen Offizier, mit so einer kleinen Lampe, mit so einer Baustellenlampe kann man fast sagen halt. Ja, und jedes Mal, wenn jemand ein Foto gemacht hat mit ihm, dann hat er quasi den Trooper angeleuchtet, damit er auch richtig glitzert. Also war richtig cool, auch cool dich getroffen zu haben, also richtig, richtig klasse. Und ja, apropos getroffen zu haben, jetzt geht's mal zu den Schauspielern. Die Schauspieler, es waren sehr, sehr viele da, fangen wir so rum an, aus allen möglichen Star Wars Filmen und Serien. Von der Originaltrilogie über die ganzen Serien von Disney Plus bis zu den neuen Filmen, ja, wie Rogue One, wie die neue ja, Episoden 7, 8, 9, die jetzt nicht so wirklich mein Highlight sind, wie ihr alle wisst. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir Sachen signieren zu lassen, ja, von den Schauspielern der alten Garde, weil es waren sehr viele Schauspieler von Die Rückkehr der Jedi-Ritter dabei. Und auch das, wenn ihr wisst, Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist mein Lieblings-Star Wars-Film. Ja, mein erster Star Wars-Film, den ich wissentlich in meiner Kindheit damals gesehen habe. Keine Ahnung, 84, ich weiß es nicht genau, 83 kam er raus. Ich denke mal 84, vielleicht 85, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es der erste. Und auf der Convention waren ikonische Charaktere aus dem Film, die nicht wirklich die Hauptrolle gespielt haben, aber tolle Figuren in den Filmen verkörpert haben, die halt hängen geblieben sind. Und ich möchte anfangen, ich sage euch erstmal, wer alles da war, von wem ich mir ein Autogramm geholt habe. Ja, und zwar war das einmal Paul Brooks, der Rancor Keeper. Wie geil ist das denn, oder? Der Rancor Keeper war auf der Veranstaltung und alle diese Schauspieler sind ja auch nicht mehr die jüngsten. Ja, und es war schön, sie zu sehen und sie waren alle so offen und haben auch teilweise von sich aus angefangen, dich in ein Gespräch zu involvieren. Es war richtig, richtig klasse. Also Paul Brooks war da. Dann habe ich Michael Carter, Bib Fortuna himself getroffen. War auch richtig, richtig cool, richtig netter Typ. Und der dritte im Bunde, von dem ich mir auch ein Autogramm geholt habe, war Dermot Crowley. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar General Madine. Ja, und ich habe mir zum einen ein Star Wars DVD-Cover unterschreiben lassen. Hier sind die Unterschriften drauf. Ich blende das natürlich auch ein. Ihr seht oben in der Ecke in Gold geschrieben Caroline Blakiston als Mon Mothma, die Rebellenanführerin aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Sie hatte ich auf diesem Cover schon gehabt. Dieses Cover hatte ich von ihr mal unterschreiben lassen und sonst bis dahin noch keinen Schauspieler drauf gehabt. Und ich hatte kurz überlegt, nehme ich das Cover von der VHS-Kassette mit oder nehme ich halt das DVD-Cover mit. Das Cover von der VHS-Kassette ist schöner, weil es hat das Original-Kinoplakat drauf. Aber hier war halt schon eine Unterschrift drauf und da dachte ich mir, dann lasse ich die hier auch drauf unterschreiben. Und dann seht ihr einmal, ich habe hier Paul Brooks drauf
ja, den Rancor Keeper. Dann habe ich oben Dermot Crowley drauf, alias General Madine. Und unten in der Ecke Michael Carter. Also habe ich jetzt 4 Unterschriften von 4 wirklich tollen Schauspielern aus dem Star Wars Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das ist aber nicht alles, denn was ich noch gemacht habe, ich habe, wer weiß, wann sieht man die Schauspieler nochmal, dachte ich mir. Und dann habe ich mir meine Vintage-Figur von General Madine mitgenommen und habe halt auch ihr den Schauspieler nochmal unterschreiben lassen. Finde ich total toll. Ja, und auf der Karte, der kommt jetzt wieder in den Blister und kommt ins Regal. Eventuell mache ich da auch die Fotos, die ich hier einblende. Vielleicht mache ich da so einen kleinen Rahmen drum oder wie auch immer, ja, und stelle die Fotos da rein, die ihn beim Signieren zeigen, ja, weil das ist auch immer toll, das mache ich immer sehr gerne, wenn ich mir Unterschriften hole, dann fotografiere ich, während er unterschreibt, während der Schauspieler, die Schauspielerin unterschreiben und frage dann immer noch mal nett, ob sie noch mal diese Karte in die Kamera halten können und die machen das alle, ja, und da kann man noch mal ein Foto machen mit der Figur, also mit dem Schauspieler und dem unterschriebenen Objekt, nenne ich es mal, ja. Also die Autogramme waren natürlich kostenpflichtig, also haben natürlich Geld gekostet. Ja, die Fotos zwischendurch haben nichts gekostet, es sei denn, du wolltest auch ein Foto mit dem Schauspieler selbst machen. Also ihr zwei zusammen auf einem Foto, das hat auch nochmal extra gekostet. Das brauchte ich aber nicht. Ja, das habe ich nicht gemacht. Und dann war ich schon vor der Convention auf der Suche nach einem Bib Fortuna Vintage Mock. Ja, also einer original verpackten Bib Fortuna Figur, weil die wollte ich mir auch noch unterschreiben lassen. Aber die Vintage Figur, ich habe aber keine gefunden und keine zum adäquaten Preis gefunden. Ja, die von der Qualität auch top war, so wie der General Madine hier, dass ich den halt unterschreiben lassen konnte. Und bin halt nur mit dem Cover dann halt los für Bib Fortuna. Und dann hatte ich vom Basti von Steinedorf noch den Tipp bekommen, also habe ich auch gar nicht dran gedacht, dann sagte er, lass dir doch eine andere Figur, eine neuere Auflage, zum Beispiel die Vintage Collection Figur von Bib Fortuna unterschreiben, weil die Karte ist ja identisch, nur die Figur ist neuer. Und habe ich gesagt, ja, gucke ich mal, dann sagt er halt hier, bei Strong Vision, die haben noch welche liegen. Ja, und dann bin ich zum Andi, zu Strong Vision, beziehungsweise zum Steven, der Andi war gerade nicht da. Und da hat er die Figur gehabt, die habe ich dann für 20 € mitgenommen. Bin dann direkt wieder zum Michael Carter, zum Bib Fortuna und habe mir die Vintage Collection Figur auch noch unterschreiben lassen. Ja, es ist eine neue Karte, ja, es ist eine neue Figur, das sieht man auch hier hinten auf der Rückseite. Aber ja, wenn man keine Vintage Figur zur Hand hat, dann lasse ich mir die auch, die neue Figur, die ich ja eigentlich gar nicht sammle, unterschreiben. Ja, und das ist halt was Besonderes. Also die Unterschrift von dem Schauspieler und auch hier natürlich wieder mit den Bildern dabei, wie er es unterschreibt, wie er es in die Kamera hält, ist halt einfach der Wahnsinn. Also richtig, richtig klasse. Es hat mich so gefreut, mit diesen Schauspielern zu sprechen, mich zu unterhalten. Es waren noch sehr, sehr viele mehr, wie gesagt, da. Und ganz besonders möchte ich jetzt nochmal vorgreifen. Und auch hier nochmal vielen Dank an den Basti von Steinedorf, abermals. Ja, denn ich habe ja gesagt, wir waren nur Samstag da. Und am Samstag bin ich dann halt, wie ich in der Halle bei den Autogrammständen vorbeigelaufen bin, gestoppt worden, nenne ich es mal. Und da hat die Lucy Feng gesessen. Die Lucy Feng hat eine Soldatin der Neuen Republik oder der Rebellenallianz, wie man früher gesagt hat, in Rise of Skywalker, also der Aufstieg Skywalkers, in dem 9. Krieg der Sterne-Film, Star Wars-Film, gespielt. Ja, war halt, glaube nicht wirklich lange in dem Film zu sehen, aber ich bin mit ihr irgendwie ins Gespräch gekommen. Wir haben uns super unterhalten. Sie hat mir wirklich erzählt, das ist ihre erste große Convention, wo sie ist. Sie ist total super aufgeregt, hat angefangen, Deutsch zu sprechen, ja, wo wir uns dann unterhalten haben, sagt sie, ja, sie kommt aus Wales ursprünglich und sie hatten Deutsch in der Schule und es ist schön, wenn sie es ein bisschen practicen, also ein bisschen üben kann und super unterhalten, ja, wirklich, wirklich klasse. Und dann kam jemand, der halt ein Autogramm von ihr haben wollte. Ja, dann bin ich zur Seite gegangen, habe gesagt, hier, komm, ich rede ja nur hier mit ihr. Ja, und hat sie sich nochmal bedankt, wie toll das war und noch ganz viel Spaß und so weiter. Und dann kam der Nächste, der ein Autogramm wollte und irgendwie hat sich das dann verlaufen. Da bin ich wieder von dem Stand weggegangen, bin weitergegangen und
dachte mir dann so, auf der Rückfahrt schon am Samstag, dachte ich mir dann, ja, eigentlich hättest du dir von ihr auch ein Autogramm holen können. Nicht, weil ich diese Rolle so toll finde oder weil ich die Schauspielerin kenne oder wie auch immer, sondern einfach war es in diesem Moment so dieses Schöne, dieser Kontakt. Ja, das hat mich so gefreut und das hat mich dann am Ende so geärgert, dass ich mir kein Autogramm geholt habe. Aber jetzt blende ich euch was ein, was ich gar nicht hoch genug einzuschätzen weiß. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Habe ich am Sonntagvormittag, wie gesagt, nochmal, ich muss ihn nochmal erwähnen, den Basti von Steinedorf, angeschrieben, habe gesagt, halt, hier, ist es denn möglich, dass du mir eventuell von der Lucy Feng ein Autogramm holst, weil bla bla bla, habe ich es ihm erklärt. Und er sagte, ja, das ist gar kein Problem, das mache ich gerne für dich. Ja, und hat auch Beweisfotos gemacht, genauso wie ich es auch machen würde. Ja, und das Foto hat er mir dann auch geschickt. Das habe ich jetzt noch nicht hier in Händen, deswegen kann ich euch nur Bilder einblenden, aber das bekomme ich dann noch. Und habe dann eine schöne Erinnerung an dieses schöne, ja, fast schon Interview, kann man sagen. Schade, dass ich die Kamera nicht habe beilaufen lassen. Mit der Schauspielerin. Es war wirklich, wirklich wunderschön. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, Leute, wen habe ich noch getroffen? Ich habe den Carsten und die Lisa von Retro Amour von der Marché Noir getroffen. Ja, die waren auch da vor Ort. Wir haben uns sehr lange auch unterhalten. Wir haben relativ ähnliche Hobbys und Ansichten, was das Sammeln angeht. Ja, ich mache jetzt einen Spoiler auf mein Ausbeutevideo, was ja folgt. Ja, wir haben sehr viel über Super 8 Filme gesprochen. Wir haben über Videofilme, über Videotheken gesprochen, natürlich auch über Toys und so weiter. Es war richtig, richtig klasse. Und auch da Marché Noir. Wenn ich den Flyer finde, blende ich ihn auch ein. Nächstes Jahr in Dorsten. Ich meine im Februar, aber ich blende es nochmal ein, wenn ich es habe. Das Datum weiß ich jetzt nicht mehr 100% auswendig. Aber auch da, Leute, wenn ihr Fans von Events seid, ja, die Marché Noir ist ein richtig, richtig tolles Event, wo ich dieses Jahr auch das erste Mal war. Auch da gibt es ein Video von mir auf dem Kanal. Und ja, er war auch da, wie gesagt. Und wenn ihr, ja, Convention-Liebhaber seid, wenn ihr Fans von Vintage-Toys, Schallplatten, Merchandise, Videokassetten, was auch immer seid, ja, dann empfehle ich euch auch die Marché Noir nächstes Jahr zu besuchen. Ja, wen habe ich noch getroffen? Da habe ich leider kein Bild von. Den Imperer Thomas habe ich getroffen. Ja, das ist ein wirklich, wirklich super Typ, ja, der einen Charity-Stand hatte, wie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil wie gesagt, aus Erzählung raus, ich war vorher noch nie auf der Power of the Force, der da immer steht und wirklich alles, was er einnimmt, spendet oder hilft für Kinder gegen Krebs. Ja, ist eine Organisation, die zu unterstützen es wert ist, wie ich finde, ja, und er opfert sich da wirklich auf, er macht da alles, um die Kinder glücklich zu machen und ja, wie gesagt, alles für Kinder gegen den Krebs. Wir haben leider kein Foto gemacht. Im Nachhinein auch, wie gesagt, schade. Aber es ist einfach nicht möglich, wirklich da auf dem Event, auf der Convention zu sein. Wirklich mit jedem zu sprechen, mit jedem ein Foto zu machen, gleichzeitig noch ein bisschen zu gucken, was es gibt. Das ist einfach nicht möglich. Aber Thomas, wir haben ja schon geschrieben im Nachhinein, das holen wir auf jeden Fall beim nächsten Aufeinandertreffen nach. Da gibt es dann auch ein Foto von uns, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ja Leute, dann habe ich natürlich auch die YouTube-Kollegen getroffen. Ja, auch da teilweise kein Foto gemacht. Ja, ich habe den Martin von den Spielzeugjägern getroffen. Grüße an dich. Wir haben uns nur einmal kurz irgendwo in der Mitte von der Halle getroffen. Ja, da haben wir kurz geplauscht, auch über eure Videos bzw. euren Trip in die USA. Ja, auch da, wenn ihr die Spielzeugjäger nicht kennt, auch einfach mal auf dem Kanal auf YouTube hier vorbeischauen. Ja, richtig geiler Content und sie kommen gerade auch von einer langen USA-Reise zurück, haben da viele Toy-Shops besucht, haben viele, ja, auch Livestream gemacht zwischendurch und das alles findet ihr natürlich auf ihrem Kanal. Ich muss jetzt gerade mal runter gucken. Ja, ich habe den He-Fan getroffen, ich habe den Michel, den Baum der sterbenden Zeit getroffen, ich habe den Gore-Minister getroffen, war auch cool. Wir haben zwar nicht lange gesprochen, aber das bisschen, was wir gesprochen haben, war wirklich richtig klasse. Ja, wir haben
Wen habe ich noch getroffen? Ich muss gerade mal gucken. Den DSD habe ich am Anfang schon erwähnt, den Endgegner. Ich habe den Kanal von Kennt ihr noch natürlich getroffen, den Mario und den Mando. Mit Mario habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Mando, wir haben es schon wieder verpasst, wir haben kein Foto gemacht. Aber ich kann es sagen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich möchte keinen Cosplayer hervorheben, du hast ja mit Abstand das geilste Mandalorian-Kostüm, was ich wirklich kenne. Also richtig, richtig cool. Ja, auch da kennt ihr noch Gore-Minister, alles mal YouTube-Kanäle abchecken, richtig coole Typen mit richtig tollen Videos. Ja Leute, diese Convention war einfach ein Riesenknaller. Ja, es war einfach der Wahnsinn. Es war auf 3 Hallen verteilt. So viele Leute, so viel Spaß. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Den Brian habe ich noch vergessen. Den Brian erwähne ich eigentlich nie in meinen Videos. Ja, aber wir sehen uns eigentlich auf jeder Convention. Auch ein geiler Typ. Ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir waren da mit einer großen Gruppe. Ja, und jeder, der das sieht und in dieser Gruppe drin ist, weiß auch, wen ich meine, die 2.0. Ja, es ist, wir waren abends dann noch essen gewesen am Samstagabend. Ich möchte da auch eigentlich keinen hervorheben, da wird den anderen nicht gerecht, ja, also fühlt euch alle umarmt. Ja, ich kann nicht anders, ich muss einen hervorheben. Ich muss den Marco hervorheben. Marco, du hast mich oder du hast uns in die Gruppe reingebracht, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Es ist einfach Wahnsinn. Ich habe dir so viel zu danken. Es macht so unheimlich viel Spaß mit euch. Ja, es ist einfach, mir fehlen da einfach die Worte. Ich möchte einfach nur Danke sagen. Ja, und jeder andere, den ich jetzt, wie gesagt, nicht erwähnt habe, ja, ihr seid alle damit gemeint, mit diesem großen, großen Danke. Geilste Community ever. Ja, da gibt es nichts weiter zu sagen, außer ich werde nächstes Jahr auf der Power of the Force wieder vertreten sein. 2025 werde ich wieder da sein. Der Kartenvorverkauf soll, glaube ich, jetzt schon Mitte Mai losgehen. Ja, ich glaube, am 15. Mai sollen die Karten online gehen und es war dieses Jahr auch restlos ausverkauft, Leute. Also wenn ihr die Power of the Force besuchen wollt, solltet ihr nicht zu lange warten mit dem Kartenkauf. Ich werde sofort bei Bereitstellung, bei Start des Vorverkaufs zuschlagen und werde Karten holen, um nächstes Jahr das Event nicht zu verpassen, weil das wäre wirklich, wirklich schade. Leute, das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der Power of the Force. Ja, es gibt jetzt das zweite Video, das kommt auch jetzt kurzfristig auf meinem Kanal raus und da werde ich euch meine Funde zeigen und ich kann euch eins versprechen, diese Funde haben es in sich. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir sehen uns gleich beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.